Herr Disch, Sie erlebten im Jahre 2018 eine NATO-Erfahrung. Wie kam es dazu? Was war die Vorgeschichte? Ich war am Sonntagmorgen mit meinem Hund im Training. Auf einmal wurde es mir komisch und ich hatte kein Gefühl mehr im Unterkörper. Durch das fiel ich am Boden und ich merkte, wie ich wie angesogen kam. Wie einem Rohr. In diesem Rohr stieg ich auf und mein Körper kam nicht mit. Er blieb zurück. Könnte man das auch als ein Tunnel beschreiben? Genau, wie ein Tunnel. Und die genaue Zeit kann ich nicht feststellen. Es kann 15 Sekunden, es kann 2, 3 Minuten gewesen sein. Keine Ahnung. Ich merkte nur, dass ich keinen Körper mehr hatte, aber doch eigentlich meine Sinne wahrnahm. Und ich hatte keine Schmerzen, es war mir wohl. Dann kam der Moment, dass es mir wieder zurücknahm. Ich merkte, dass es mir wieder nach unten zog. Ich war auf einmal wieder dort, sitzen, wo mein Nadel liegen geblieben ist und mein Hund war. Die Prognose war schwerer Herzinfarkt und warum, dass ich zurückgekommen bin, weiß ich nicht. Ich kann es nicht erklären. Es kann auch ein Arzt nicht erklären. Als Sie in dem Tunnel etwas hochstiegen, haben Sie da die Umgebung wahrgenommen? Haben Sie da etwas gesehen oder gehört? Habe gar nichts wahrgenommen, auch keine Musik, nichts. Und den Tunnel, den sahen Sie? Ja, es war wie ein Marmor-Ding. Ganz komisch. Aber ja, wie ein Marmorrohr. Ganz weiß aber doch ja, ganz komisch. Aber Sie sahen eine gewisse Struktur in diesem weißen Rohr, eine marmorähnliche Struktur. Ja. Mhm. Aber ich hörte auch keine Töne. Ich hörte nichts. Ich merkte einfach, wo ist mein Körper? Es war nichts mehr. Der ganze Körper war weg, aber ich war da. Das ist das, was mich wundert. Mhm. Aber ob das Einbildung ist oder ob das wirklich irgendwie mit etwas mit Tod oder so in Verbindung bringen kann, das ist schwierig. Mhm. Ich weiß nur, ich habe einige Zeit kein Blut mehr im Gehirn. Das ist vielleicht 3/4 Stunde oder so, oder nicht 3/4 Minuten oder so, meine ich. Und dort habe ich die Feinfühligkeit verloren. Ja. Aber als Sie in diesem Tunnel waren, da haben Sie sich wohlgefühlt und im gewissen Sinne auch etwas frei, oder kann man das? Wunderbar. Wohl und frei, ich wäre nicht mehr durchgekommen. Ich wäre geblieben. Ja, also Sie hatten ein glückliches Gefühl. Ja, ich war zufrieden, ich hatte keine Schmerzen, ich war frei. Ja. Aber im Kopf in diesem Sinne klar. Ja, das ist das Komische. Ich hatte keinen Körper, aber doch, es funktionierte etwas. Mhm. Ich kann mir es müsste eine Umwandlung geben in eine andere Dimension oder was. Wir haben ja keinen Körper, wir sind ja dreidimensional. Es muss irgendwie eine Umwandlung geben. Wenn es etwas gibt. Ich bin immer noch nicht überzeugt. Ich war früher überzeugt, Tod ist tot. Was für den Menschen auch nicht schlecht wäre. So wie wir mit dem umgehen, ist schwierig zum Weiter. Mhm. Aber jetzt bin ich nicht mehr sicher. Auch in meinem Buch, ich habe ein Buch geschrieben über Tod und Leben. Früher war es tot, heute bin ich... Aber aus Ihrer Sicht könnte es sein, dass man nach dem Sterben weiterlebt?
Nach meiner Ansicht müsste das in einer anderen Dimension sein. Und das wäre möglich. Weil wir Menschen, wir punkten alles auf uns. Aber wenn es ein Weiterleben gibt, dann gibt das Leben für alle. Man kann nicht nur den Menschen rausnehmen und meinen, der lebe weiter. Dann müssten ja alle, Minimum Säugetiere, andere Tiere auch weiterleben. Ja. Und das ist ja von uns aus gar nicht möglich. Da ist wieder ein Haken dahinter. Das gäbe nur in einer anderen Dimension. Herr Tisch, was für eine Auswirkung hatte diese Erfahrung auf Ihr Weltbild? Ich habe mich schon seit Jahren mit dem Tod beschäftigt. Ich mache genau gleich weiter. Ich habe den Tod nie gefürchtet. Ich habe eine kranke Frau, die 40 Jahre später jetzt vor einem Jahr gestorben ist. Ich möchte nur nicht leiden. Sterben ist möglich. Sofort. Ich habe auch meinen Hund schon platziert. Der geht zu meinem Bruder auf Afrika oder zu einem Onkel, einem Onkel, zu Cousin in der Schweiz. Und mein Leben, ich lebe jetzt eigentlich schon im anderen Leben. Das Leben hier ist für mich nur eine kleine Vorbereitung. Kann man sagen, dass diese Erfahrung Sie etwas dazu gebracht hat, sich von den materiellen Dingen zu lösen? Das konnte nicht. Ich war immer Antimaterialist. Sehr, sehr. Ja, mein Buch, der Materialismus hat den Menschen kaputt gemacht. Ich bin komplett Antimaterialist. Haben Sie noch Angst vor dem Sterben? Gar keine Angst. Nein. Sterben ist, glaube ich, sogar schön. Herr Tisch, herzlichen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen.